auskennt, der weiß, was wir jetzt als nächstes gucken. Ne? Da gehen wir jetzt hin. Und vor Und allen Dingen, die touchen wir dann auch mal an. genau. Falsche Seite. Okay. Angekommen. Jetzt gehst du in den Zoo. Ja. Was guckt der denn hier? Ist das für mich? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unser Weg von Bathurst nach Sydney führt uns durch die Blue Mountains, bekannt als Wintersportgebiet. Aber so lange bleiben wir nicht. Und während wir mal kurz am Straßenrand anhalten, um zu diskutieren, ob wir diese Strecke jetzt nehmen oder nicht, hält ein Auto neben uns. Und der Fahrer fragt, hey, kennst du mich noch? Erinnerungen flackern auf. Wie hoch sind die Chancen, dass wir eine Person, der wir am Anfang begegnet sind, jetzt nach Monaten einer weiten Reise durch Australien hier zufällig wieder treffen? Look who we found, our lifesaver. Lifesaver from Birdsville. That's it? Yeah. Anyhow, I'll keep on going. Okay, yeah, not a Just right, problem. you'll be fine down this road. Und wieder erweist er sich als Retter in der Not und bestätigt uns, dass wir keine Probleme mit der Strecke haben sollten. Also, weiter geht's. Ja, heute war Waschtag und es sieht so aus, als wenn unser Waschtag jetzt verhagelt ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dabei sollte es heute kaum regnen. Und der kaum Regen ist mittlerweile kleine Hagelkörner. Ja, jetzt müssen wir die Wäsche halt hier drin aufhängen. Naja, man kann es nicht ändern. Yippie, wir fahren sogar mal rein. Welcome to Sydney. City lights shining bright. Tonight's the night we own the sky. Walking down the harbour side, opera house and glowing pride. Steps that echo, beats that play. Sydney's magic leads the way. Dancing through Sydney lights, underneath the starry night. Harbour Bridge, shining free. This city's rhythm sets me free. Laughing faces, music. Wir sind da. Sydney. Coathänger. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, was wir jetzt als nächstes gucken. Ne? Da gehen wir jetzt hin. Und vor allen Dingen, die touchen wir dann auch mal an. genau. Music loud, disco fever in the crowd. Every moment feels so right. Lost in this electric night. Okay, wir sind bereit. 1, 2, 3. This city's rhythm sets me free. Feel the pulse, the heart's alive. In this city, we will thrive. Hands up high, we celebrate. Sydney's dreams can't wait.
we'll keep dancing through the night. Okay, wir haben jetzt den Rucksack gepackt. Und wohin geht's? In den Zoo. In den Sydney-Teil vom Taronga Zoo. Who is who in the Taronga Zoo? Ich weiß nicht, ob es der größte ist. Aber sagen wir auf jeden Fall mit einer der bekanntesten nach dem Australia Zoo. Wie gesagt, jetzt probieren wir mal den aus, den man hier in Australien aus dem Fernsehen kennt. Deshalb ist eigentlich mit einer der berühmtesten. Jetzt gucken wir mal, ob was wert ist. Tickets haben wir gekauft. Jetzt geht's in den Zoo. Ja, 5 Minuten noch warten, weil noch hat er zu. Noch hat er zu, der Zoo. So ist zu. So zu. Echt nicht. Okay. Bright lights, open skies, hear the rhythm, feel alive. Walking through the gates, the city fades away. Lions roar, parrots play. From jungles far to oceans deep, every creature's secrets keep. At Taronga Zoo, we dance and sing. With every step, the wild bells ring. Happy hearts in disco light. Underneath the Sydney night. Monkeys swing and tigers glide. Colors flashing side by side. Elephants stomp the beat. Die sehen so niedlich aus, so cute. Findest nicht? At Taronga Zoo, we dance and sing. With every step, the wild bells ring. Happy hearts in disco light. Sie war gut versteckt vorher. Hm? Ja? Parrots play. From jungles far to oceans deep, every creature's secrets keep. At Taronga Zoo, we dance and sing. With every step, the wild bells ring. Happy hearts in disco light. Underneath the Sydney night. Monkeys swing and tigers glide. Colors flashing side by side. Elephants stomp the beat, so true in this world. Me. Pelikan Pete. Die kann man auch angeln. Ich weiß, du hast schon einen geangelt. Ja, aber nicht ganz so groß. At Taronga Zoo, we dance and sing. With every step, the wild bells ring. Kannst du den überhaupt sehen? Keine Ahnung. Jetzt gehen wir nach Australien. Ich hätte gedacht, so groß wie ein Otter oder so. Sydney Zoo, our shining night. Der sitzt mit seinem Po auf dem Geländer. Aber mal ehrlich, wir haben ja nun einige von diesen Tieren hier schon in der Wildnis gesehen. Ist doch irgendwie ein bisschen anders in der Wildnis zu sehen als hier im Zoo, oder? Ja, in der Wildnis ist es irgendwie schöner. Ja, wa? Obwohl du hier dichter rankommst. Ja. Naja. Ich hab uns da mal was vorbereitet. Okay. Prost. Prost. Ups. Wir haben bei dem großen Koala angehalten und das ist eigentlich ein
Sanctuary und Breeding Center. Also Für mich zählt es eigentlich nicht zu den Big Things von Australia, weil Nee. das ist eigentlich eine Kunststatue, die da am Eingang von dem Koala Park steht. genau, und da gab es noch mehrere von. Da hätte man dann so einen Koala-Track machen können. Es gibt aber einen Giant Koala, der steht irgendwo in Victoria, aber der ist potthässlich. Und der ist wirklich groß. Da kannst Ja. du dann sozusagen gleich reinlaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir haben ihn uns angeguckt und wir sind jetzt weitergefahren zu einem anderen kostenlosen Stellplatz. Wie heißt das Hotel hier? Weiß ich, kann ich nicht sagen. Moment. McLeay River Hotel, Ja, so ungefähr, ja. so wie es hier drin steht. Ja. Und die haben hier zwei kostenlose Stellplätze für Caravans und Camper. Und es war noch keiner da. Wir mussten erst mal 2 Autos wegscheuchen, damit wir hier reinkommen. Aber der hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Dafür gönnen wir uns jetzt auch einen Drink und ein Essen. Und heute ist auch relativ warm, also Und da ist ja, das richtig Da ist der erfrischend. Drink richtig erfrischend. Und vor allen Dingen müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen einen auf die Lampe hauen, damit wir uns ein bisschen von den Dieselpreisen ablenken, Ja, wo wir vorhin $3 für einen Liter bezahlt haben. und vor allen Dingen müssen wir jetzt wirklich anfangen zu planen, wo wir hinfahren, wie weit wir fahren. Ja. Und Eigentlich wollten wir ja, sind wir ein bisschen früh dran und wir wollten aber noch eine schöne große Schleife ins Outback drehen. ja, Aber die Schleife wird wahrscheinlich nicht so groß, selbst wenn wir uns dazu entscheiden, weiterzufahren. Werden wir immer nur so weit fahren, dass wir noch genug Diesel im Tank haben, um im schlimmsten Falle immer noch bis nach Hause zu kommen. Das haben wir im Moment. Da sind wir gut mit dran. Und vor allen Dingen natürlich müssen wir dann irgendwann die Entscheidung treffen, ob wir das überhaupt noch bezahlen wollen oder können. ja. Den Sprit, den ich noch im Reservekanister drin habe, ich Ja. glaube, den haben wir gekriegt für 1,65,9 oder Also- irgendwie sowas. Also unter 1,70. Und jetzt haben sich die Preise fast verdoppelt. Verdoppelt. Ja, wie gesagt, wir überlegen uns jetzt wirklich gut, was wir jetzt noch machen in den letzten paar Wochen, wie weit wir fahren. Und die Entscheidung wird dann wahrscheinlich dann Ende der Woche dann geteilt werden. Ja. oder? Ich meine, eins machen wir auf jeden Fall. Wir fahren auf jeden Fall nach Byron Bay. Weil da kommen wir so oder so dran vorbei. Das ist kaum ein Umweg. Das ist unser nächstes Ziel. Und von da aus müssen wir gucken, ob wir denn entweder nach Hause fahren oder wir fahren eventuell zum Arbeitskollegen von Heike zu einer Osterparty. Oder wir fahren eventuell nochmal nach Lightning Ridge, buddeln uns ein paar Opale aus, damit wir unser Benzin bezahlen können. Das sind sogar die schwarzen Opale und die sind sogar richtig gut Geld wert. Ja, ich glaube aber nicht, dass die dich dann überall freiwillig rumbuddeln lassen werden. Glaube ich auch nicht. Also, Aber dafür können wir da dann in eine heiße Quelle mal wieder gehen. ja, wir müssen bloß gucken, ob wir uns das Also ein paar Ideen. leisten wollen. Ja, ein paar Ideen haben wir schon, was wir noch machen können. Ist nur die Frage, ob wir uns das leisten können. Jedenfalls warten wir jetzt erstmal aufs Essen. Genau. Peter hat sich für einen klassischen Cheeseburger entschieden. Der sogar mal richtig Pickles mit drauf hat. Nicht so ein McDonald's-Burger mit Nur Käse und Tomatenketchup. einer kleinen Scheibe Dingens drauf. Und Chips gab es auch noch dazu. Ja. Und ich habe Fish and Chips. Ganz klassisch. Typisches Pappessen halt. Aber meistens schmeckt es immer ganz gut und die Portionen sind eigentlich auch relativ anständig, oder? Kann ich mal anfangen soll. Muss mal Patty, hä? Der ist so dick. Weiß gar nicht, esse ich jetzt mit Gabel oder nicht? Und den Salat auf alle Fälle. Und wie fingert es? Jetzt was? Und wie ist der Fisch? Gut. Da ging die nächste Bierlieferung ein bisschen schief. Ist mir die halbe Palette runtergefallen.
Bom. Okay, Wir sind jetzt in Bom. so ungefähr. Ja, auf unserem Weg von Sydney Richtung Norden fahren wir im Moment immer bloß die Autobahn lang und machen nicht irgendwie irgendwelche großen Abstecher. Ja. Erstens, weil es halt extra Benzin wieder kostet und auf der anderen Seite sind hier auch eigentlich nur größere Städte. Und wir sind ja nicht hier, um uns Städte anzugucken, sondern im Grunde genommen uns die Natur von Australien anzugucken. Heute sind wir mal ein kleines Stückchen weg von der Autobahn. Ja, Nicht weit, aber ein kleines Stückchen, aber sofort ruhig. Und wir sind in Bom. ja, wir sind im Bom State Forest hier. Ja, genau. In der Nähe von Grafton. Und ja, der heißt wirklich so. Aber ja, im Moment, da drüben ist ein kleines Auto. Ansonsten sind wir im Moment alleine. Ich denke mal, da werden wahrscheinlich noch welche kommen. Wir werden sehen. Aber ja, für eine Nacht bleiben wir hier. Ja. Morgen haben wir uns ein Hipcamp gebucht, weil ja auch trotz der ganzen Spritpreise, wir wollen wenigstens nach Byron Bay rein einmal und wie gesagt unseren Kompass vervollständigen. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen für eine Nacht. Und das ist das eigentlich, was ich mir auf unserer Reise vorgestellt habe, dass man halt in der Natur ein bisschen steht und nicht irgendwo immer ständig hinter irgendwelchen Pubs, Hotels oder sich Cities anguckt. Wobei die Pubs und Hotels finde ich gar nicht mal so schlecht, Sind weil nicht die so sind schlecht, auch oft ja. kostenlos. Aber jetzt kommen wir langsam, ja, ist wirklich, solange wie du an der Küste bist, ist sowas ganz schwierig zu finden. Im Outback gibt es von den Dingern viel mehr. Also Naja, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. So ein bisschen, mal einen kleinen Spaziergang und gucken mal, was ich hier alles so finde, weil es sieht nämlich so aus, als wenn ich da hinten eine gute Aussicht habe. und ein Schild. Du Ja. liebst Schilder. Ich liebe Schildern, das lese ich mir auch durch. Genau. Wo kommt der denn her? Ist das für mich? Ich hab dich auch ganz doll lieb. Lecker. Kannst du überhaupt was sehen? Bis eben ging es noch, jetzt kommt die Sonne ein bisschen hinter, weil jetzt kommt hier ein bisschen Sonne. Willst du Muss dich ich umsetzen oder wahrscheinlich- willst du dich reinsetzen? Wahrscheinlich ein bisschen Movement. Ich weiß nicht. Also so ging es eigentlich so lang. Solange wie, siehst du, solange wie keine Sonne direkt drauf ist, geht es eigentlich, weil ich muss ja nicht großartig schneiden. Ich mache ja nur die Texte und die sind ja mehr oder weniger bloß allein anpassen. Wo kann man sich einen schöneren Platz vorstellen, als seine Computertätigkeiten nachzugehen? Piepmatz. Im Moment recht angenehm, ha? Ja. Ich finde es viel schöner, als wenn du irgendwo in der Stadt rumfahren musst. Oder so. Ja. Bei sowas kann ich mir vorstellen, ruhig eine Woche hier zu stehen. Und einfach nur die Ruhe zu genießen und zu relaxen. Wir müssen wir in Byron Bay einkaufen und wenn wir zurückkommen. Wenn wir uns dann dazu entscheiden, zu Dean zu fahren, dann kann er wieder hierher kommen und dann können wir warten bis Freitag oder bis Donnerstag.
Sag ich doch. Himbeere. Hat mir meine Geliebte gemacht. So. Darf's aber meiner Frau nicht erzählen. Okay. Ja, dann sind die Früchte aufgetaut, das schmeckt richtig gut. Nein. Nein. Wir waren gerade noch schnell einkaufen, ein bisschen Milch auffüllen und Ja, haben einen wunderschönen Parkplatz gefunden. Bloß mal ganz kurz hopp rein, bloß mal Milch und ein, zwei Sachen, die alle sind, ja. Und kommen dann raus und da werden wir schon angerufen, ist das Ihr Auto dort? Und wir, ja, da war ein Wasserrohrbruch oder irgendwas ist da. Jedenfalls kommt Wasser unter unserem Auto, die Straße hochgeschossen. Und ja, wir sollten da möglichst schnell wegfahren, bevor Und- das Sinkhole dann größer wird. Ja. Und wie groß steht die Chance, dass du in einer Stadt, wo du nie vorher gewesen bist, parkst, auf dem Parkplatz, wo du nie vorher warst, für, keine Ahnung, eine halbe Stunde reingehen, ein bisschen reinkommen, kommst du raus, hast auf einmal unter deinem Auto ein riesengroßes Senkloch, ein großer See und es spult immer noch raus. Aber ja, erstmal alle Einkäufe reingeschmissen und Gott sei Dank war es noch nicht so groß. Also mit dem Hinterrad bin ich aber reingefallen. Ich habe es gerade noch so rausgekriegt mit dem Gewicht vom Karawan dran. Und der Karawan ist, dadurch, dass ich ziemlich viel eingeschlagen habe, ist der Karawan gerade noch so an der Kante vorbei. Aber ich sag mal, eine halbe Stunde später hätten wir nicht kommen dürfen. Wahrscheinlich nicht. Also keine Ahnung, wie groß das dann da drunter ist, weil du siehst es ja nicht. So, wenn es schon hochkommt, dann hast du wahrscheinlich schon ein Riesenloch unter der Asphaltdecke. Vor allen Dingen, wenn dann das Gewicht von dem Karawan noch ein bisschen drunter und dann reingeknallt wäre. Aber ja, wie groß sind die Chancen? Jedenfalls ist uns da ganz schön die Muffe gegangen. Ja. Also, aber wir sind auch mal mit einem blauen Auge sozusagen davon gekommen, oder? Ja, Ja. okay. Okay, Gut, jetzt fahren wir weiter. jetzt fahren wir erstmal weiter. Ja. Oh Gott, ey. Reicht für heute. Für heute reicht's, ja. Ja, nach dem Schock heute, wo sich die Straße fast unter uns aufgetan hat und wir gerade noch so mit dem Auto drüber weggekommen sind, haben wir uns jetzt dem Tod von der Schippe gesprungen. hier kurz vor Byron Bay niedergelassen und morgen fahren wir dann rein da. Möchtest du was sagen? Schönen Platz haben wir gefunden. Hipcamp müssen wir ein bisschen für bezahlen, aber ist preiswert. Nichts fancy, aber genauso wie wir es wollen. Brauchen bloß was, um die Karawan hinzustellen. Und heute Abend erfüllen wir dann wie nennt es? Meinem seltenen Edelmetall oder meinem seltenen Metall, der seltenen Seidene Erde. Element. Denn wieder mal ein Wunsch, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir Heute- übernachten im Heute Dachzelt. geht's da oben rein. Und es ist kein Dachzelt, das ist ein Rooftop-Tent. Wer Dachzelt sagt, der sagt auch Bergebretter. Nein, was haben wir letztens gehört, wie das heißt? Nicht Bergebretter, sondern Sandbretter oder irgend sowas? Ich habe keine Ich habe Ahnung. keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ist egal. Das war's für diese Woche. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und wenn es gefallen hat, Thumbs up oder subscriben Oder einen Kommentar. oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bye.